Okay, also wir müssen uns beeilen. Das sieht ja verrückt aus. Ach Quatsch, ich kann mich ja rüber teleportieren. Willkommen zurück. Das Wichtigste, was wir gerade noch rausgefunden haben, ist, dass es noch viele Exponate im zweiten Stock gibt und wir sind jetzt auf dem Weg nach oben. The Salem witch trials ended in 1693. However, witch trials continued with legal sanction in Europe as late as 1750. Also sie waren dann zwar verboten, aber auf manchen Dörfern hat man das halt immer noch gemacht. Nehme ich jetzt mal an. Aha. Hey, dieses Geräusch von diesem blöden Zug macht einen ja fertig. Knack. So, ich hoffe mal, die Sachen, die ich eingesammelt habe, bleiben noch alle eingesammelt. So, nee, da komme ich nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich mal gucken sollte, ob ich durch die Tür komme. Okay, komme ich nicht. Versuch war es wert. Finde ich. Es ist aber auch echt knapp hier mit den Zügen. Ein furchtbarer Lärm, ey. Jetzt ist wieder so still. Ich habe keine Ahnung, ob man mich hört, wenn ich flüster. Bald haben wir alle Steine komplett.
Okay, Mann. Auch wenn es so still ist. Okay. Will hier noch mal eben gucken. Ich will nicht, dass ich hier was übersehen habe. Aber sieht doch vergleichsweise komplett aus, ne? Da komme ich her. Da stehen die draußen. Da kommt die Bahn alle 5 Sekunden. Meine Steinsammlung wird vollendet. Endlich! Joy? I told you to look after Iris. You're not the boss of me. I found a bunch of stuff downstairs. The Bell Killer is offing his victims as if they're witches. I'm heading upstairs to see what else I can find. I should have told you to follow me, then maybe you would have stayed at the church. Oh. Sind wieder so Zeichen. Restoration. Ein weiterer Stein für die Sammlung. Just keep an eye out for security cameras and alarms. Thanks for the tip, but this isn't even my first break-in today. Da hat sie dann wohl recht. Yeah, this looks like the right place. Now let's see what these artifacts can tell me about the witch trials. Find an answer. Ja, da, dieses hier und dieses hier. Yeah? Ich will Whatever. noch mal gucken, wo wir da reinkamen. Hier nichts übersehen. Null von 14 steht unten links. Da liegt ein weiterer Stein für uns. Noch 2. Umkreise es erstmal in Ruhe. Ach, da war aber schon was. Wein. Weinfass. Large barrel used for making wine. Ah, da war noch was. Keine Ahnung, was das ist. Ah, das Bild. Ach, es liegt dahinter. Extra in Museum? Hey kid, I need you to lift up this painting. Da Glocke drauf. It's called The Hanged Witch. It's creepy. Oh, It's the killer's symbol.
ghostly version of the bell killer symbol is on a painting called The Hanged Witch. Okay. This place, it puts me in touch with odd sensations centuries old. I'm trying to focus on this killer, but the echoes from these sensations keep interfering, like deaths from the past, pleading to be remembered. Joy's mother feels spirits from Salem's history are linked to the items kept in the museum. Dedicated to that nameless citizen whose generosity made the rare of our town's heritage possible. We delicately restore the past to make a better future. Also hier danken sie mal wieder jemand Unbekanntem, der die gesponsert hat. Und der vorletzte Stein. Einer noch. The Malleus Maleficarum, or Hammer of the Witches, published in 1487, argued for the existence of witches, the nature and genesis of their powers, and how best to prosecute them. Hammer of the Witches, sagt mir irgendwas, habe ich schon mal gehört. Und da haben wir den letzten Stein. Ich warte noch kurz, damit das Achievement nicht gleich nervt, wenn wir uns das anhören. Oder kriege ich diesmal keins? Na dann nicht. Collected a series of mysterious vestige artifacts. My husband and I stepped off the platform and onto the giant hissing locomotive. I remember looking back at our small town and thinking of all the happy memories we made there. But I was excited to start our new life in Salem. I must have dozed off because I was startled awake by the sound of screeching metal. And as the train came to a halt, all I could hear was the torrential rain pelting against the roof. I looked out the window. There was only darkness. Then came the brightest flash of lightning I had ever seen. When my husband left to inquire about the delay, a woman in the back of the train started screaming. We rushed over to her and asked her what was wrong, but all she could manage to say through her sobs was something about seeing the spirits of the dead wandering in the rain. Stranger still were the passengers that were suddenly stricken with the painful memories of their past. It was at this point that I became truly terrified, so I set out to find Joe. When I reached the cab and still hadn't found him, I was worried. I looked out the front window and saw the train's conductor laboring to move a downed tree from the tracks. And there was Joe, walking up to help. However, instead of grabbing hold of the tree, Joe bent down, picked up a rock, and crushed the conductor's skull with it. When I left the train and ran up to him, I could see that this wasn't the Joe I once knew. Something had taken hold of him, something angry. Then he saw something that terrified him. He dropped the rock and ran off into the woods. However, right before he disappeared into the trees, during a bright flash of lightning, I thought I saw something chasing him, hunting
him. I can only describe it as a ghostly spectre, cloaked in black. But more likely than not, it was just a shadow. The authorities spent days combing the woods for Joe, but he never turned up. I tried to go back home, but the memories were too painful. Some nights I lie in bed, tortured by the thoughts of what our life could have been if we had never stepped onto that train. Okay, also es war anscheinend, nehme ich jetzt mal an, der Stein, mit dem er dem, weiß nicht, Zugführer oder wie man es übersetzen will, den Schädel eingeschlagen hat. Schaffner. Weil er quasi besessen war von den Geistern oder einem Geist, den wir da gesehen haben. Also diese Geister sehen auch echt unheimlich aus, die dann immer verschwinden, wenn man da rangeht. The Lord's Prayer Test. It was believed that the devil would never let one of his minions say all the words of the Christian Lord's Prayer. The accused were asked to recite it in full, and some of them, through merely forgetting some of the words, would find themselves in deep legal trouble. Okay, das würde ich dann auf jeden Fall auswendig lernen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das ist. William Pine's Book of Color Engravings. The costume of Great Britain shows a rotating pillory that held 4 people at once as they walked around a post like mules at a grinding mill. Ich weiß halt nicht, ne, das ist schon wieder so ein Zeichen, ob irgendwo was an der Wand ist, was ich irgendwie übersehe. Hier scheint irgendwo was zu sein. Na gut, hier kamen wir her, dann versuchen wir mal alle Clues zu finden. Was ist mit diesem riesigen Anker? Large Ship Anchor. Nix. Können wir hiermit irgendwas machen? Nee. Okay, was haben wir denn hier alles? Eine Rolle? Important Message. Scroll. Die voll wichtig ist, aber wir können sie anscheinend nicht lesen. Ein Hammer. Judgment. Wie man das so kennt von Richtern. List of the accused. Witch trial notebook. A notebook from the late 1600s listing those accused in the witch trials. Any direction. Steuerrad, antique looking galleon's ship's wheel. Was natürlich dann wiederum mit dem Anker irgendwie zusammenpasst, ne? Was haben wir hier? Medaillen. Okay, was ist wichtig? Die Plakette? Oder eine von den beiden Ketten. Was steht denn hier? Which irgendwas. A plague denoting these pendants as belonging to families from the Puritan area of Salem's history. A locket necklace. A crystal believed to be able to tell the future.
Na, dann probieren wir mal, dann probieren wir den Kristall, oder? My apologies. It will always belong to you. For shame, Bridget. This shrine of your conversations with the spirit world will surely condemn you as a witch. Puritans considered anyone exhibiting medium-like abilities to be witches. Persecution? Das könnte man denen ja nicht mal vorwerfen. One of the existing witch trial-related paintings previously used in the first floor exhibit. Achso, ein Bild von dem Ding, was unten steht. Okay. Okay, 9 haben wir jetzt von 14. Hier haben wir noch was zu einem Schiff gehört. Antique looking ship's telegraph on a stand. Das gehört auch zu einem Schiff. Antique looking brass ship's spinnaker. Die Kanone hier irgendwas? Civil War. Civil War Era Cannon. 12 von 14. In der Regel braucht man immer eins weniger nur. Also hier sind nur noch 2 offen. Weil das letzte ist dann eben die Lösung. Ist 1, muss ich noch finden. Da haben wir den Richter. Der sieht aber freundlich aus. Na gut, dann probieren wir es mal. Wir brauchen 3 Sachen. Also ich würde sagen, dass die 3 Sachen, dass wir jetzt... Achso, nee, hier ist noch eins, was fehlt. Ich würde jetzt dieses Schiffding zusammensetzen. Ich finde das am spannendsten. Wahrscheinlich hat das am wenigsten damit zu tun. Okay, was brauchen wir hier von... Achso, nee, können wir gar nicht uns näher angucken. Local Child Medium Sophia Baker finds missing man. Rose Campbell, Salem High Student, claims psychic powers. Another murder close with psychic help. SPD response. Medium source 20-year-old mystery. Sophia was a medium as well. This means that several of the girls the Bell Killer targeted were mediums. Ja, der hat gedacht, okay, das sind Medien. Medien sind Hexen, also verbrenne ich die jetzt. Okay, ich glaube, das sind die wichtigen Sachen, ne? Das hier... Achso, werden das die Reihenfolge wichtig. Also Purity Mediums were Witches. Killer Targets are Mediums. Und das Symbol. The Bell Killer is targeting mediums because he thinks they're witches? That's insane. Who do I know that's interested in mediums? Baxter. What suspicious behaviors Baxter exhibited during this case? Na, dass der auch Medien zur Hilfe genommen hat. Wir brauchen 3 Sachen, also bestimmt auch, dass er nach den Mädels gesucht hat. Dass er das Buch versteckt hat. Und noch irgendwas. Dass er hier in dem... Genau, stimmt, dass er das Bild hat er versteckt. Why the hell is Baxter involved in this? He dropped the case when he was demoted. All right, found the killer's symbol. We got a suspect to look into. We're almost there. And not one step closer to finding my mom.
Like I said, the world doesn't need another whiner. You know what? Screw you. You don't understand. Don't understand? My wife was murdered 3 years ago. She got to float up into the white light, and I got stuck here in this place with some bitchy teen. Ugh. Your mom's been missing what? 2, 3 days? Huh? And I guarantee you we'll find her. If we fail, I'll never get to see Julia again. Ever. We won't fail. I don't need a cheerleader. Look, I'm sorry. I didn't know about your wife. Yeah. Look, we need to act on the information we found. You head off to the church. The church? Where are you going? Baxter's our prime suspect. I need to get over to his apartment and see if I can dig up any skeletons. Probably not a good idea for a fugitive to visit a cop. Fine, I'll meet you later. Aber dass der das war, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Oh Gott, hab ich mich erschrocken.